Willkommen zu unserem Infovideo über Charlotte Carlebach-Preuß. Wir stehen in Graf oder Pamaille 57 vor dem Haus, wo Charlotte Carlebach-Preuß tatsächlich mal gewohnt hat. Aber wer war Charlotte Carlebach-Preuß überhaupt? Um diese Frage zu beantworten, fahren wir heute in den Stadtteil Archiv-Ottensen und sprechen dort mit Katharina Schönburg. Charlotte Carlebach-Preuß war die Ehefrau des letzten Oberrabbiners in Hamburg zur Zeit des Nationalsozialismus, Josef Carlebach. Sie wurde 1900 als Tochter in einer jüdisch-orthodoxen Arztfamilie geboren und hatte 2 jüngere Geschwister. Sie besuchte dann das Margaretenlyzeum in Berlin und ihr Vater verstarb, als sie 13 war, nach einem langen und schweren Leiden. Und ihre Mutter, Martha Rahel, zog dann die 3 Kinder alleine auf. Sie gründete dann eine Pension für orthodoxe Studentinnen. Und in diesem Rahmen ging auch ihr späterer Ehemann, Josef Carlebach, in dem Haus ein und aus. Denn er war über die jüdische Gemeinde Ados Yisrael mit der Familie Preuß in Verbindung. Ja, das Besondere an der Familie Carlebach waren sowohl ihre Großzügigkeit, ihre Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft und auch ihr großer Einsatz für die jüdische Gemeinde. Denn nachdem sie 1919 geheiratet hatten, lebten Josef und Lotte für kurze Zeit in Kowno in Litauen und schon 1920 kehrten sie dann nach Deutschland zurück, nach Lübeck. Denn Josefs Vater war verstorben und er nahm dann die Rabbinatsstelle dort ein. Und von 1921 bis 26 war Josef Carlebach dann Direktor an der Talmud-Torah Realschule. Während der Zeit in Lübeck und dann auch in Hamburg und Altona brachte Lotte Carlebach zwischen 1919 und 1928 insgesamt 9 Kinder zur Welt. Ja, insgesamt kann man sagen, dass sich vor der Zeit des Nationalsozialismus die Familie Carlebach als herzliche, gastfreundliche und äußerst kinderfreundliche Familie ausgezeichnet hat, in denen Lotte Carlebach nach Worten ihrer Tochter Miriam mit sagenhafter Ruhe, viel Nachsicht und Kinderverständnis agiert hat. Der Alltag der Familie zur Zeit des Nationalsozialismus war geprägt von einem großen Einsatz für die jüdische Gemeinde, und gleichzeitig immer radikaleren und gefährlicheren Stigmatisierungen und lebensbedrohlicher Verfolgung durch die Nationalsozialisten und ihre antijüdischen Politik. Und als jüdische Kinder erfuhren die Carlebachschen Geschwister dann antisemitische Beleidigungen. Und in ihrem Buch »Jedes Kind ist mein einziges«, was die Tochter Miriam Gillis Carlebach 1992 veröffentlicht hat, schreibt sie auch, dass sie sich an antisemitische Schmierereien und Propagandaplakate im Stadtbild und an den jüdischen Geschäften erinnert. Und trotzdem kümmerten sich Josef und Lotte während der NS-Zeit intensiv um jüdische Gemeindemitglieder und versuchten zu helfen. Und Lotte Carlebach leistete neben der Haushalt- und Erziehungsarbeit einen riesigen Teil dieser Arbeit und tippte beispielsweise die Briefe und kümmerte sich um Gäste und Notleidende, die in dem Haus Schutz fanden. Und auch finanziell und materiell änderte sich das Leben der Familie zur Zeit des Nationalsozialismus stark. Vermutlich 1940 wurde die Bibliothek mit 6.000 Büchern beschlagnahmt und die Familie begann zudem Hunger zu leiden, denn ab 1941 erhielt Josef Carlebach als Geistlicher keine Einkünfte mehr. Und ein einschneidendes Ereignis für die Familie Carlebach, aber auch für die gesamte jüdische Gemeinde ist sicher die Reichspogromnacht am 8. und 9. November 1938, in der auch die Gemeindesynagoge Josef Carlebachs am Bornplatz zerstört wurde. Die gefährlichen Ereignisse und die antijüdische Politik brachten dann die drittälteste, damals 16-jährige Tochter Miriam dazu, 1938 mit einem Touristenvisum nach Palästina auszureisen. Und 4 der weiteren Geschwister gelangen 1938 und 1939 ebenfalls die Emigration nach England über die Kindertransporte bzw. als Begleitung derselbigen. Und obwohl Lotte 2-mal in England war, das letzte Mal, um dort ihre 4 Kinder zu besuchen, kehrte sie in das nationalsozialistische Deutschland zurück. Ja, am 25. Oktober 1941 begann die Hamburger Deportation und schon am 25. November 1941 erhielten auch Josef und Lotte Carlebach mitsamt ihrer 4 in Deutschland verbliebenen Kinder einen Bescheid und wurden mit ca. 800 weiteren jüdischen Gemeindemitgliedern in das Konzentrationslager Jungfernhof bei Riga in Lettland deportiert. Ab Mitte März 1942 begann im Konzentrationslager Jungfernhof dann die Selektion. Die SS brachte die Gefangenen unter dem Vorwand, sie nach Dünamünde zu bringen, dann in den bei Riga gelegenen Hochwald Bikeniki, wo sie in einer Massenerschießung ermordet wurden. Der angegebene Todestag von Lotte, Josef und ihren 3 jüngsten Töchtern Noemi, Ruti und Sarah ist der 26. März 1942. Und nur Josefs und Lottes Sohn Salomon, Peter genannt, überlebte diese Vernichtungsaktion und die Zeit im Konzentrationslager.
6 der 9 Carlebach-Kinder haben den Holocaust überlebt. Die Tochter Miriam Gillis Carlebach hat nicht nur 3 Bücher über die Familiengeschichte geschrieben, sondern hat auch das Josef Carlebach-Institut in Israel gegründet. Dort wird mit verschiedenen deutsch-jüdischen und deutsch-israelischen Themen gearbeitet.